Ah, für die ganz Dummen. Okay. Jetzt ist nur noch, wo ist die Fliege? Hat sie das Zeitliche gesegnet? Ist sie weg? So, Versuch Nummer 2. Es ist ja abends. Mitten in der Nacht. Da kann man sich das mal gönnen. So, was ich... Ich habe echt überlegt, noch Facecam anzumachen, so nach dem Motto, sieht ja eh keiner. Aber ich hab's dann doch gelassen. Weil ich dann schon im Gammel im Schlafanzug bin. So, dann will ich mal auf ein neues. Und hoffentlich klappt es jetzt. Drück die Daumen. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Hey, Sherry, come on, catch up. Yes, yes. Yes, yes, ja, ja, heiß weg mir. Lassen wir mal so stehen. So, Fliege nervt nicht mehr. Ich guck noch. Es ist auch keine Spinne gerade in der Nähe, die sich jetzt abseilen könnte. Man weiß es nicht, aber die Dinger sind ja auch fix, ne? Die können dann schnell hinkommen. So, jetzt versuchen wir es auf eine neue. Und ich hoffe, es klappt jetzt alles. Ich weiß es nicht. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Aber wenigstens funktioniert das Internet. Toi, toi, toi. Noch? Also beziehungsweise außer die Sachen, die schon kaputt sind. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. If you need something, sir, please inquire at reception. Ist okay. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Would you kindly sign these papers, sir? There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you.
I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Oh, es ist echt ungewohnt, dass es so tatsächlich mit Mono und Stereo-Sound funktioniert. Ich bin warte, das hatten wir ja schon auf jeden Fall. Ich bin auf Cordona, der Insel, auf der ich meine Kindheit verbrachte, angekommen, begleitet von meinem einzigen Freund John. Es ist spät am Abend, daher wäre es wohl besser, das Grab meiner Mutter erst morgen zu besuchen. Ich habe ein Zimmer im Hotel El Plaza del Luso reserviert. Zeit, die Hotelrezeption zu besuchen. Der Rezeptionist hieß mich im Hotel willkommen und teilte mir mit, dass Zimmer 221 im Obergeschoss für mich bereitsteht. Ja, ne? I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps, in the meantime, you would like to relax in the foyer? Tonight, the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Ich finde es sehr interessant, wie viele Venus-Statuen hier stehen. Habe ich schon erwähnt, das ist so eine der Zeit euch heute gehabt, ne? Everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Ja, nichts geht über Sauce Hollandaise. Hey, Sherry. Just our luck. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galici is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. So, Treffen mit dem Medium. Nur hier und heute hält das berühmte Medium Luca Galici eine Seance ab. Werden Sie Zeuge, wie er die Geister von geliebten Verwandten und Berühmtheiten beschwört. John möchte, dass wir uns nach der Seance mit Mr. Galici unterhalten. Bis dahin müssen wir jedoch irgendwie die Zeit totschlagen. Ich werde mich an einen freien Tisch setzen, die Musik genießen und entspannen. So. Ein Tisch für den Abend. John erklärt sich bereit, einen freien Tisch für uns zu suchen und bat mich in der Zwischenzeit an der Bar etwas gratis zu holen. Ja, Fisch. Stell dir mal vor, ich mag überhaupt gar keinen Fisch. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. Das ist echt Fisch.
Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Na? What are you waiting for? Put the dish down so we can tuck in. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? Habe ich die... Warte mal, ich habe jetzt... Ich warte mal ab, was jetzt passiert. What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. Oh, ich weiß, wo mein Take Fehler me lag. a minute, Ha! John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Ich habe den Gehstock nicht mitgenommen. Ja, ist okay. Egal, es ist wahrscheinlich alles, weil alles drunter und drüber läuft. Also jetzt befreie ich mich davon, dass das Internet nicht funktioniert. Oder dass die Sache nicht funktioniert. Das ist... Also ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Ich finde das aber furchtbar, wenn Internet bei mir nicht richtig funktioniert und die Sachen nicht laufen und ich eingeschränkt werde in meinen Tätigkeiten. Es ist ja schon eine Sache, dass ich Homeoffice nicht machen kann. Da habe ich nichts dagegen. Aber es ist eine andere Sache, wenn dann noch deine Freizeitaktivitäten darunter leiden. Deliver it to him. Das macht dich What are the wahnsinnig. staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry. Too stubborn. You wanted something to do. Und die Slapping Fliege. oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right. Let me take a look. Und die Fliege. Die Fliege! No matter how long you stare at the stick, it's not going to walk itself to its owner. Mal sehen, wie weit wir heute Nacht noch kommen werden. So. Ich wollte was denken. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Okay, der gefundene Gehstock. Der Gehstock wurde aus Ebenholz gefertigt und weist eine erstaunlich detaillierte Gravur in Form einer Knoblauchzwiebel auf. Höchstwahrscheinlich das Familienwappen des Besitzers. Als Griff dient der Knopf einer goldenen javanesischen Statue im Wayang-Style, die vermutlich aus einem Tempel gestohlen wurde. Der Gehstock samt Griff ist so schwer, dass man mit ihm durchaus Knochen brechen könnte, wenn man ihn kräftig genug schwingen würde. Tatsächlich weist er zahlreiche Spuren einer solchen oder ähnlichen Verwendung auf, was darauf hindeutet, dass der Besitzer nicht besonders pfleglich mit ihm umgegangen ist. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass dieser wertvolle Gehstock höchstwahrscheinlich einem englischen Adligen gehört. John möchte, dass ich den Besitzer finde. Um dies zu bewerkstelligen, muss ich die anderen Gäste in der Lobby fragen, wer von uns an unserem Tisch gesessen hat. Ja, ne? Anheften. Sonst noch was Neues? Nein. Karte, Klamotten. Super. War das? Das konnte man, glaube ich, auch durchswitchen. Excuse me, just one question. You're fortunate to ask me, because I know that. Es ist das einzige, also es ist das Spiel ist schon nice, aber es gibt so Sachen, die bemerke ich tatsächlich, dass ich hätte jetzt jeden x-beliebigen fragen können und jeder hätte gesagt, ja, ich habe da was gesehen. Dass es nicht darauf angekommen ist, den richtigen zu fragen. Der gefundene Gehstock. Von uns
saßen 3 Personen an unserem Tisch, ein Pärchen und ein ehemaliger Marineoffizier. Die anderen Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist, aber der Marineoffizier hat sich wohl in den vorderen Garten begeben, um Luft zu schnappen. Ich muss ihn finden. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Ja, und das Kampfsystem. Das ist ein bisschen unausgereift. Oh, es gibt übrigens eine Trophäe, wenn man ihn hier fragt. Haben Sie vielleicht... Also ich würde das tatsächlich tun. Ich würde den Rezeptionisten fragen. Someone left their cane at my table. I suspect he will want it back. My apologies, sir, but I wouldn't know how to identify its owner. So the simplest option ended in failure. That's irritating. Genau. What is irritating is you trying to break the rules of my game, Sherry. Ich Don't be breche... so lazy. Ich bin nicht faul. Es ist die einfachste, effizienteste und beste Option gewesen, wenn er das weiß, weil meistens wissen die alles. Aber ist okay. Es war nur eine grobe Idee. Okay, dann wollen wir mal. Italienische Anleihen, früher zu beiden. Was haben wir? Ehemaliger Marineoffizier. Deutsche links. Nein, ich will den da. Pensionierter schottischer Wirtschaftsprüfer. Freundlich. Ja, hallo. Ich glaube, das ist er. Help me, please. My dear fellow, you're talking to the right man. Der ehemalige Marineoffizier Mr. Rhodes war mit dem adligen Pärchen an unserem Tisch gesessen. Die beiden Männer hatten sich über Yachten und Segeln unterhalten, während die Frau mit dem Gehstock herumgespielt hatte. Womöglich hatte sie ihn dann beiseite gelegt und ihr Mann hatte vergessen, ihn mitzunehmen, als sie sich zur Seance des Mediums aufgemacht hatten. Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als selbst die Seance aufzusuchen. Ja, Alter. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. I didn't see the owner, Sherry, so I can't help you find him. Oh. Ist okay. Ach, guck mal. Hi, John. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Ah. Denkst doch nur du, ne? This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Rotes Gesicht, geschwollen, gerötete Augen. Teure neue Kleidung, reich und modebewusst. Trägt kein Ehering, aber den Siegelwürfel.
Schlug vor kurzem. Okay, pass auf. Ausgehend vom Wappen auf dem Siegelring und auf dem Gehstock kann ich mit Sicherheit sagen, dass dieser Mann Lord Craven ist. Ein gelangweilter, reicher Adliger aus England, der ganz Europa bereist und damit verschwenderisch mit seinem Geld umgeht. Seinem gedunstenen rötlichen Gesicht nach zu urteilen, hat er Alkoholprobleme. Er ist zwar immer noch gesund und körperlich stark, doch in wenigen Jahren wird er ein Wrack sein. Da er ständig betrunken ist, hat er Probleme, sein Temperament zu zügeln. Das haben wir gerade gesehen. Seine ledierten Fingerknöchel legen den Schluss nahe, dass er vor kurzem mindestens eine Person heftig verprügelt hat. Die mangelnde Kontrolle über seine Wut sowie sein Alkoholproblem und Launenhaftigkeit bergen ein hohes Gewaltpotenzial. Das ist Option 1. Option 2. Ausgehend vom Wappen auf dem Siegelring und auf dem Gehstock kann ich mit großer Sicherheit sagen, dass dieser Mann Lord Craven ist. Ein englischer Adliger mit Angewohnheit, Kurorte aufzusuchen. Das ist doch keine Kurort, wo wir gerade sind. Und seine kranken Leber auszukurieren. Seinem gedunsteten und rötlichen Gesicht nach zu urteilen, hat er einige alkoholische Getränke zu sich genommen. Ob ihn vielleicht die Seance aufgewühlt hat? Seine lidierten Fingerknöchel lassen den Schluss zu, dass er Boxunterricht nimmt. Um in Form zu bleiben. Er war bereits über seinen verschwundenen Gehstock verärgert und nun regt er sich fürchterlich über einen gestohlenen Diamanten auf. Dieses Spiel ist schon ein bisschen gemein, weil du kommst da rein und kriegst das ja mit dem Diamanten mit. Und dem Stehlen. Aber was dann wieder dagegen spricht, ist die Krankheit. Und wir wissen, der hat vorher Alkohol getrunken. Daher ist es das hier. Anna? Genau. Habe ich jetzt das Richtige ausgewählt? Ein gelangweilter, reicher Adliger. Ja. Und er trägt keinen Ehering. Obwohl er mit der Mrs. unterwegs ist. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. Ich würde gerne eine deutsche Synchro hören, aber dann denke ich im nächsten Moment, man kriegt diesen typischen englischen Slang. Den kriegt man nicht hin. Es ist echt schwierig. Es ist echt so ein Hin und Her. Sehr schwierig. So, was ist bei der Seance vorgefallen, was den Diamanten betrifft? Komm, fragen wir erstmal, was ist bei der Seance vorgefallen? You insist the medium robbed you during the seance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. How does a priceless diamond become the subject of a seance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well,
A crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Gelbe Diamanten gibt es gar nicht, ne? Ich glaube, das wäre so ein Tobas. Also, wenn ein Diamant gelb ist, ist er eher unrein. Fällt mir jetzt so auf. Aber die Stay here and don't touch anything. I'm going to investigate further. Es gibt, glaube ich, gelb, aber dann ist es nicht so clear. Wie es so schön heißt. Warte mal, drücke interaktive Elemente der Spielwelt in deiner Nähe. Achso, ja, mein Hilfmodus. Sehr wichtig. So, meine Fallakte, auch sehr wichtig. Die unglückselige Seance. Offensichtlich nahm die Seance eine unerwünschte Wendung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was genau vorgefallen ist, aber ein Geist war jedenfalls nicht für den Schlag in Luca Gallicis Gesicht verantwortlich. Vielleicht kann ja der Mann, der ihn geschlagen hat, Licht ins Dunkel bringen. Da habe ich die Wette gewonnen, ne? So. Der Tatort des Diebstahls bei der Seance. In der Mitte des Seance befindet sich ein Tisch, an dem die Seance abgehalten wird. So, das ist schon mal die Information. So, laut Cravens Aussage. Die Cravens suchten das Medium Luca Gallici auf, um den Geist des früheren Besitzers des Diamanten zu beschwören, bei dem es sich um einen mittlerweile verstorbenen indischen König gehandelt haben soll. Während der Seance erschien ein Geist und jagte der Lady solch große Angst ein, dass sie ohnmächtig wurde. Danach war der Edelstein verschwunden. Lord Craven ist der Meinung, dass hier ein raffinierter Diebstahl vorliegt. Er verlangte, dass das Medium eingesperrt wird, damit er nicht fliehen kann. Ich konnte Lord Craven mit meiner logischen Folgerungskünsten beeindrucken. Er glaubt, dass ich den Diamanten finden kann. Natürlich kann ich den finden. Natürlich kann ich den finden. So, wie wär's erstmal hier? Was sagst du? Oh, I love the ambience. Nice and creepy. Nice. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. 104 Karat. 104. Weißt du, wenn das ein echter Diamant wäre, mit 104, ich glaube, es ist ein Tobas oder sowas. Du hättest ausgesorgt. Wobei ich gelesen habe, vor kurzem, 2021 hat man in der Mülltonne einen Diamanten gefunden. Also noch nicht einen ungeschliffenen. Und hat daraus dann 22 Steine gemacht. Wer ist so dumm und schmeißt einen Diamant weg? Okay. Möchte ich nur mal anmerken. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. Half a glass of Balblair scotch and the remains of a poor Laranaga cigar. What else does a gentleman need? There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Da ist doch diese Motte noch. Wo ist denn die da? Die da. Ah, der war nicht richtig. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Thank you for helping us resolve the situation, sir. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings.
Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a séance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Okay, was haben wir hier? Die Aussage des Medium Luca Galinci. Das Medium Luca Galinci hat keine Erklärung dafür, wie der Diamant verschwinden konnte. Seiner Aussage zufolge beschwor er den Geist, welcher dann auch erschien. Daraufhin fing Lady Craven an zu schreien und deutete über den Tisch hinweg. Die Lady fiel in Ohnmacht und die Seance wurde abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt wurde offenbar, dass der Diamant verschwunden war. Lord Craven wurde wütend und schlug Mr. Galinci ins Gesicht. Er beschuldigte das Medium des Diebstahls. Das Medium wiederum machte den Geist für das Verschwinden des Diamanten verantwortlich. Okay, hier haben wir die Notizen. Auf dem Tisch steht eine Schale, in der der Diamant platziert worden war. Am Platz unweit von der Tür befindet sich ein halbleeres Whiskyglas und die Überreste einer Zigarette. Am Platz gegenüber dem Fenster liegt ein unbeschüttetes, kaputtes Weinglas. Der Stuhl wurde mit großer Wucht umgestoßen. Lady Craven ist nicht vollständig bei Bewusstsein, scheint aber unversehrt zu sein. Nachdem sie sich ausgeruht hat, dürfte ich mich mit ihr unterhalten können. Lady Craven saß gegenüber dem Fenster. Bei der Seance war Lady Cravens Platz am Tisch gegenüber dem Fenster, das die Notarin zeigt. Mockenbrosche deutete über die Seance-Tisch auf etwas und begann zu schreien. So, Augenzeuge im Atrium. Lady Craven deutete zum Fenster. Ich bin mir sicher, dass sie während der Seance jemanden im Atrium sah. Okay. Lady Craven muss jemanden draußen vor dem Fenster gesehen haben, da sie über den Tisch hinweg auf das Fenster zeigte. Ich bin mir sicher, dass sich während der Seance jemand im Atrium befand. Ein Zeuge oder ein Komplize. Ich sollte mich dort nach etwaigen Spuren umsehen. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Angie. Der alte Mann scheint die Lage nicht mehr im Griff zu haben. Seinen Bienenstöcken wird der gute Honig weggenommen und eine Biene nach der anderen geht ein. Ich glaube nicht, dass noch mit viel Honig zu rechnen ist, wenn wir beim Schwarm bleiben. Du verstehst, was ich meine. Treffen wir uns um 12 Uhr an den Docks. Wir ziehen das gemeinsam durch. Cool. Also das gehört, ich glaube, das gehört gar nicht dazu. Ja. Oh. Stimmt ja, Tagebucheintrag. Wie schafft es Sherry stets Antworten auf seine Fragen zu erhalten? Es gibt dabei doch so viele Stolpersteine. Faszinierend. Nutzt Sherry Hinweise und Schlussfolgerungen, um festzustellen, wer seine Fragen beantworten kann, oder ist es einfach nur Glück? Ich denke mal, es ist einfach nur Glück. Er hat es geschafft. Ich hatte
Ich hätte die Wette schwieriger machen sollen. Zum Beispiel den Mann mit geschlossenen Augen finden. Ja. Okay, wir gehen. Der hat's gegoogelt. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Rose der Liebe. Ja, voll der Kitsch. Size 4 with a broken heel. So, definitely not the ghost of a Raja. Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. This reminds me of the fairy tale, Sherry. Will you find your princess? May I ask you something? Oh, yes. I can tell you everything, sir. Jemand im Magen. Das Personal sagte, dass das Dienstmädchen Lucia von ihrem Vorgesetzten zurechtgewiesen worden war, weil sie im Dienst ihre eigenen Schuhe trug. Sie dürfte oben bei den Gemälden zu finden sein, wo sie gerade putzt. Muss ich das noch? Ja, das müssen wir noch festhalten. Genau. Ich fand einen abgebrochenen Absatz vor dem Fenster. Ein solcher Schuh muss Spuren hinterlassen haben, denen ich folgen kann. Bei dem Schuh mit dem abgebrochenen Absatz handelt es sich um die Schuhgröße 4. Das Modell ist Rose D'Amour. Welcher Teil der vorgeschriebenen Aufmachung aller Dienstmädchen Motel ist? Die in Frage kommende Frau kann ihre Arbeit nicht mit einem abgebrochenen Absatz nachgehen und sie hatte auch keine Zeit, ihn zu reparieren. Daher wird sie höchstwahrscheinlich ihre eigenen Schuhe angezogen haben. Genau. Das Personal sagt, dass das Dienstmädchen Lucia von ihren Vorgesetzten zurechtgewiesen worden war, weil sie im Dienst ihre eigenen Schuhe trug. Sie dürfte oben bei den Gemälden zu finden sein, wo sie gerade putzt. Und dann zu Luisa. Werter James, ich habe Ihre Abhandlung über den binomischen Lehrsatz mit großem Interesse gelesen. Obschon sich mir der Inhalt in Teilen nicht ganz erschlossen hat, so konnte ich dennoch feststellen, dass Sie mit großer Eifer erforscht haben. Ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, Ihre Werke alsbald veröffentlichen zu lassen, da die Welt gewiss einen enorm praktischen Nutzen aus Ihrer Methode ziehen wird. Hochachtungsvoll, Professor G. Wir suchen Dienstmädchen, ne? Da war was. This painting looks authentic, but it's just a talented imitation. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place.
I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Lügt nicht. A precious diamond was stolen during the seance. Ist Lord kein Craven Charakter. entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss? Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You scared the poor girl, Sherry. Did she really deserve that? We all got what we wanted. She talked. I stay silent. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. To my best student, may your music always resonate on the deepest strings of our souls. Master Anthony. Okay, die Aussage des Dienstmädchen Lucia. Das Dienstmädchen Lucia sagte aus, dass sie 2 Gentlemen und eine Dame am Tisch gesehen habe, wobei sie etwas mit ihren Händen berührt haben sollen. Das Medium habe dann angefangen zu flüstern und zu singen, woraufhin ein Geist aus seiner Brust in Form einer Wolke oder Blase erschien. The Bubble. Lucia habe sich ganz aufgeregt weiter nach vorne gelehnt. Als Lady Craven sie gesehen habe, habe sie angefangen zu schreien und auf sie gezeigt. Weil Lord Craven daraufhin wild entschlossen aufgesprungen sei, habe sie aus Angst vor einem persönlichen Skandal panisch das Weite gesucht. Dabei habe sie noch bemerkt, dass das Medium etwas mit dem Geist zu tun versuchte. Ich sollte ins Seancezimmer zurückkehren und die Ereignisse im Geiste rekonstruieren. Warte. Das Poster blättert schon ab. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Okay. Nein, nicht da. So. Das ist noch leicht. Weil da ja der Scotch ist. Sie guckt zum Fenster.
Und da war der, als wir das nachgeforscht haben, die Jacke, wobei die Jacke hing ja auf der anderen Seite, aber ist egal. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Hm. Der Diamant wurde während des Salons gestohlen. Als der Geist erschien, brach Chaos aus. Lady Craven deutete vom Geist weg zum Fenster. Lord Craven und das Medium wurden davon abgelenkt. Offensichtlich war Lady Craven die letzte Person, die den Diamanten berührte. Ich sollte mich mit ihr darüber unterhalten. Der Hotelbedienstete im Missionszimmer teilte mir mit, dass die Cravens Zimmer 226 im Obergeschoss haben. Ich bin wenigstens froh, dass das wenigstens alles gut nachlesbar ist. Also englische Sprache mächtig sein hilft schon ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dieses Poster blättert immer weiter ab. Also 225. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. Auf welche Weise hat Lady Craven bei den Dienstmädchen Verdacht erregt? Oh Gott, dieses Brute Force Ding, ne? Erscheint jemand befunden? Nein. Wie angespannt? Wie gestern diesen Sommer? So schlechten Umgang? Ich glaube, das war das. Fuck, ich hab noch was. Drama. Lady Craven is not. Okay. Nein. Nein. Ja. Nein. Nein. Trat über Lady Craven. Ich hörte mit an, wie zwei Hotelbedienstete über Lady Craven redete. Ganz ehrlich, damals wussten die Bediensteten alles. Alles. Aber es hat sich keiner dafür interessiert. Aber wenn du wissen wolltest, was im Haus abging, musstest du nur die Bediensteten fragen. Sie spekulierten darüber, dass sie womöglich gar nicht die Ehefrau von Lord Craven ist. Ihren Beobachtungen zufolge hatte sie am Abend angespannt gewirkt und versucht, Lord Craven betrunken zu machen. Sie hatte zudem bemerkt, dass die Lady nicht mit einem Fischmesser umzugehen wusste. Wir finden das jetzt gerade so, was hat denn das damit zu tun? Aber ganz ehrlich, damals hat man echt so auf Etikette geachtet. Du warst unten durch, wenn du nicht wusstest, wie du vernünftig isst. Mhm. Als Trick konnte man nehmen, wenn man sich nicht auskannte, von innen nach außen sich durchzuarbeiten beim Besteck. Das funktioniert tatsächlich. Nicht immer, aber manchmal. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The
police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my Eitelkeit room. gewinnt immer, ne? Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Wo sind Sie hingegangen? Also erstmal ist wichtig, wo sind Sie hingegangen? Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Das ist mein Humor. Ich würde es auch bringen. Oh, ist das super, wir haben den Diamanten wieder. Und alle gucken mich an. What the fuck? Ja, ich glaube deswegen. Hallo John. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Strangled with bare hands, judging by the bruises. Da. Er ist tatsächlich gelb. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Aber nicht rein, daher sind 404 Karat bezahlbar. Ah. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. A remarkably simple lock. Aha, a neat hiding place. Why would she conceal all of this? Several £1,000s, that's quite a fortune. This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Virtus audacta sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste.
Lord Craven, ich habe den Schadensersatz immer noch nicht erhalten, mit dem Sie mich für den unerhörten Vorwurf entschädigen und meine medizinische Behandlung nach Ihrer Tätigkeit bezahlen wollten. Sie möchten ganz bestimmt nicht, dass ich an die Öffentlichkeit gehe. Sie wissen doch ganz genau, dass ich nach Ihren falschen Anschuldigungen fristlos entlassen wurde. Und jetzt, da meine Unschuld bewiesen wurde, kann ich aufgrund meiner Handverletzung nicht mehr arbeiten. Wenn Sie mich weiterhin ignorieren, werde ich die Sache vor Gericht bringen. Das sind sogar zwei. Sehr geehrter Monsieur Craven, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls noch nicht abgeschlossen sind und der Ring noch nicht gefunden werden konnte. Sie mussten den Diener L.O. Dupont freilassen, da wir keinen Beweis dafür erbringen konnten, dass er an dem Diebstahl beteiligt war. Wir werden Sie über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Lieutenant Gevaux, Polizeikommissariat Marseille. Das ist Französisch, ne? Someone was not happy with his post? Irgendwo in Frankreich. So, was haben wir? Wir haben den Tratsch. Ich hörte mit an, wie zwei Hotelbediensteten. Sie spekulierten darüber, dass sie womöglich gar nicht die Ehefrau von Lloyd Craven ist. Ihren Beobachtungen zufolge hatte sie am Abend angespannt gewirkt. Genau, das war noch da. Lord Cravens Erläuterung. Lord Cravens Erläuterung zufolge stellte er kurz, nachdem er aufs Zimmer gekommen war, fest, dass Emma tot war. Er ist in großer Sorge darüber, dass man ihm ihren Tod zur Last legen könnte. Und hat mich gebeten, den tatsächlichen Mörder zu finden, bevor er verhaftet wird. Er hat behauptet, einige Zeit an der Bar verbracht zu haben, bevor er aufs Zimmer zurückkehrt. Dort habe er dann seine auf dem Bett liegende Geliebte daneben den Diamanten gesehen. Irgendjemand muss ihn an der Bar gesehen haben. Lord Craven verriet mir auch, dass Luca Galici im Zimmer nebenan eingesperrt wurde und der Schlüssel an der Rezeption bewahrt wird. Ich finde es süß, dass sie jetzt schon als Geliebte bezeichnet wird. Also nicht mal als Ehefrau. Das heißt, für ihn steht so fest, dass sie nicht mehr seine Frau ist. Mrs. Emma liegt tot auf dem Bett. Ihr Leichnam ist noch warm. Lord Craven ist schockiert und besorgt. Daneben. Die Blutergüsse an ihrem Hals offenbaren, dass sie mit bloßen Händen gewürgt wurde. Auf dem Bett herrscht große Unordnung. Offensichtlich hat sie um ihr Leben gekämpft. Neben ihr liegt ein großer Diamant und Lord Craven hat bestätigt, dass es sich dabei um den während der Seance gestohlenen Edelstein handelt. Die Damenhandtasche der Toten befindet sich auf dem Bett und ihr Hinterhalt liegt ausgeleert daneben, so als ob jemand etwas gesucht hätte. Die Tür zwischen den beiden Zimmern ist mit einem einfachen Schloss versehen. Wahrscheinlich hat sie den Diamanten da reingesteckt und dann nicht mehr gefunden. Ich kenne dieses Problem, wenn man was in Handtaschen packt und nicht mehr findet. Ring mit Mottengravur. Dieser einfache Ring mit Mottengravur ist Teil des versteckten Schmucks, den ich gefunden habe. Er besteht aus Kupfer und sieht alt aus. Er passt nicht zum restlichen Schmuck. In einem Geheimfach bei Lady Cravens Kosmetikutensilien fand ich viel Bargeld und unter anderem einen Familienring. So, das sind die Briefe. Das ist viel Schnickschnack, das gucken wir gleich. So, was präsentiere ich denn erstmal? Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, was she not dead already? Die sind definitiv nicht verheiratet, so wie die voneinander reden.
So. Lord Craven kennt den Ring nicht. Er ist sich sicher, dass er ihn nie anhand von Emma gesehen hat. So, was haben wir noch? Erläuterung von Dings. Genau, das muss ich anpimpen. Und dann unten nachfragen in der Bar. Lord Craven reagiert sehr ungehalten, als er den versteckten Schmuck sah. Er hatte geglaubt, dass er auf Reisen gestohlen worden war und musste jeden einzelnen Diebstahl mühsam bei der Polizei melden. Wütend gab er offen zu, dass er Mrs. Emma dafür umbringen würde, wenn sie nicht schon tot wäre. Ist kein Indiz dafür, dass er es war. Man flucht sehr viel am Tag. Bedeutet nicht, dass die Person es gewesen ist. So. Luca Galici besitzt Schmuck mit dem gleichen Motiv wie Mrs. Emma. Haben sie eine gemeinsame Vergangenheit? Fragen über Fragen. Kann ich noch was machen? War für eine gewisse Zeit mit Emma mit Things. Der Mörder wirkte Emma bis einmal mit großen Händen. Schadensersatz schließt sich. Nein, das passt nicht. Is this familiar to you? I'm sorry, but I've never heard of that. Mhm. Oder wird mein Johns Tagebuch. Ich vergesse es immer zu lesen. Wie schaffte Sherry stets Antworten auf seine Frage zu erhalten? Es gibt doch so viele Stolpersteine. Faszinierend. Ein Geist als Dieb. Was für ein einzigartiger Fall. Wer hätte gedacht, dass der Abend so aufregend werden würde? Niemand hat uns beim Belauschen bemerkt und wir haben alles erfahren, was wir wissen mussten. Eine perfekte, durchgeführte Operation. Ich habe nur zweimal was versucht. So, wir fragen ihn mal. Er sollte es wissen. Er ist schließlich in der Bar. Sorry. Maybe a guest noticed him. Oh. Natürlich. Jetzt auf einmal sagen sie alle, ich weiß von nichts. Could you help me? Friend, you're lucky there is something I know about this. Okay. Lord Cravens Erläuterung. Ich fand einen Zeugen, der mir versicherte, dass Lord Craven nur eine kurze Zeit in der Bar verbracht hatte, nachdem er das Seancezimmer verlassen hatte. Dank. Täusche mich nicht. Ist Jonah Momopan? Eine Frage, eine Antwort. Bravo. Bravissimo. So. Er behauptete, eine Zeit an der Bar gebracht zu haben, bevor er aufs Zimmer ging. Ich fand einen Zeugen, der mir versicherte, dass Lord Craven nur eine kurze Zeit an der Bar verbracht hatte, nachdem er das Seancezimmer verlassen hatte. Da sind noch Bobbles dran. Der verschwundene Diamant lag neben Emma-Zimmer. Warte mal, wo war das? Der Diamant. Passt das nicht zusammen? Doch, das passt zusammen. So, der Mörder ließ den Diamanten zurück. Wer auch immer Mrs. Emma getötet hat, ließ den Diamanten neben ihren leblosen Körper zurück. Der Lord sah Mrs. Emma mit dem Diamanten. Lord Craven kehrte auf sein Zimmer zurück und sah Mrs. Emma beim Verstecken des Diamanten. Der Dieb Lord Craven auf den Reisen bestahl. Warte mal, das war da. Mrs. Emma bestahl auf Reisen Lord Craven und machte ihn glauben, dass die Dinos waren. Diebische Mrs. Emma. Was wusste Luca? Wenn sich Luca Galici und Mrs. Emma bereits von früher kannten, wusste er womöglich, dass sie eine Diebin war.
Ahnte Mr. Galici, was Emma plante? Luca Galici wusste womöglich, dass Mrs. Emma eine Diebin war und ihm den Diebstahl in die Schuhe schieben wollte. So, Rezeption. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the séance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Kann ich da noch was verbinden? Was haben wir denn? Als Lord Kevin den Diamantendiebstahl bemerkte, schlug er dem Medium Luca ins Gesicht. Lord Kevin war für gewisse Zeit mit Mrs. Emma im Zimmer. Nein, das kann man nicht machen. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich habe noch... Gehen wir erstmal zu ihm. Okay, Emma ist schon. Hallo, John. You always take me to the best of places, Sherry. Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not ordering enough. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Or weapons and defenses against visitors from the Great Oder? Lieber Mr. Galici, ich hoffe, dass Sie die Zeit finden werden, uns für eine weitere Seance einen Besuch abzustatten. Seit ich die Gelegenheit hatte, durch Sie mit meinem Gatten zu sprechen, hat sich mein Leben, so habe ich zumindest das Gefühl, völlig verändert. Die Freude darüber, mich schon bald wieder mit ihm unterhalten zu können, vermag ich nicht in Worte fassen. Ich kann unsere nächste Sitzung kaum erwarten. Hochachtungsvoll, Griffin Limo. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the séance table, but this time there's enough for analysis. Okay, das. Ich habe eine Probe vom Ektoplasma genommen, in der Hoffnung, beweisen zu können, dass die Substanz diesseitigen Ursprungs ist. Spätestens behauptet, Ektoplasma würde sich rasch in Luft auflösen, aber diese Substanz scheint ziemlich feststofflich zu sein. Die chemische Reaktion hat gezeigt, dass es sich um eine Mischung aus Kautschukmilch und Phosphor handelt. Es ist nicht ungewöhnlich, dieses Ektoplasma im Mund zu haben, und ich bin ziemlich enttäuscht.
Ich hatte gehofft, dass etwas Einfallsreicheres hinter der Sache stecken würde. Ja. My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. So, haben wir noch was? No, no, no. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Kampf auf den Geschlag. Das haben wir mitgekriegt. Nutzfischen, okay. Hager liegt unter Net. Gute Fingerfertigkeit. Dünne, lange Finger. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, aber die Nägel müssten auch mal gemacht werden. Leicht blutende frische Kratzer. Okay. Luca Galinci ist von magerer Statur und scheint unterernährt. Seine Nase blutet aufgrund eines kräftigen Schlages. Mit Schminke versucht er, die Zeichnungen einer durch die Unterernährung verursachte Krankheit zu kaschieren. Seine Hände und dünnen Finger lassen vermuten, dass er die nötige Handfertigkeit für Taschenspielertricks und den Umgang mit versteckten Utensilien besitzt. An seinen Handgelenken sind frische Kratzer und Schrammen zu sehen. Diese stammen aus einem kurzen Kampf, der vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden haben muss. Ich glaube, er gibt sein Bestes als Medium, aber das Geschäft läuft offensichtlich nicht gut. Manchmal hat er nicht einmal genug Geld, um sich etwas zu essen leisten zu können. So. Option andere. Ehemaliger Verbrecher. Galici ist von magerer Statur und scheint unterernährt. Seine Nase blutet aufgrund eines kräftigen Schlages. Er hat eindeutig die Hände, dünnen Finger eines Diebes, der in der Kunst des Taschendiebstahls geübt ist. Mit Schminke kaschiert er womöglich Gefängnistätowierungen. An seinen Handgelenken sind frische Kratzer und Schrammen zu sehen. Diese stammen aus einem kurzen Kampf, der vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden haben muss. Ich glaube, er ist weniger ein Medium als vielmehr ein Krimineller. Mit seiner Seance-Masche hat er einen Weg gefunden, wohlhabende Menschen um ihr Geld zu bringen. Ich glaube, bei Unterernährung kriegt man erst diesen Blähbauch mit der Zeit. Aber weiß ich nicht. Hautkrankheiten? Nicht auf jeden Fall. Und wir wissen, dass das ja Abend ist auf jeden Fall. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man. But I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation.
Warte mal, wir haben eine Sprechblase über den That's a Mottenring. remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Okay, Luca sagte mir, dass die Hotel an glückliche Jahre erinnert und überdies ein gefragtes Motiv für Schmuck sei. Ja, schwierig. So, und wir hatten hier noch über die Erläuterung, dass er... This object simply isn't resonating with me. Okay, das interessiert ihn nicht. Ich gehe... I need to go. Oh, mit dem Ektoplasma. Da will ich noch reden mit dir. Yeah. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. Habe ich jetzt alle? Oh, jetzt keine Sprechblase mehr. Okay. Das ist das Profil. Ich sagte, du bist hier noch Computer. So. Frische Kratzspuren. Das Medium Luca hat frische Kratzspuren. Okay, also er behauptet, das wäre das hier. Die Kratzspuren an Mr. Galicis Handgelenken stammen von den ruppigen Bediensteten, die ihn auf sein Zimmer brachten. Aber eigentlich kann man die Bediensteten fragen, ob es tatsächlich so war. Das lässt sich schnell finden. Wurde auf Zimmer 225 eingesperrt, das sich direkt daneben. Wo war das mit dem Schloss? So, das Schloss der Tür zwischen den beiden Hotelzimmern ist primitiv. Mr. Galici hätte es leicht knacken können. So. Obwohl, warte mal. Das Medium... Er könnte auch hier. Das Hotelpersonal. Aber die Kratzspuren an Lukas Galicis Handgelenken stammen von Mrs. Emma, als sie um ihr Leben kämpfte. Reflex, ne? Wirkt mal jemanden am Hals, der greift sofort danach. Lord Craven würde Schadensersatz für das Verprügeln von... Nicht das. Das da. Lord Craven kann sich nicht beherrschen. Lord Craven ist ein impulsiver Mensch, der bisweilen die Beherrschung verliert. Und dann bleibt noch das. Lord Craven hatte Zeit für den Mord. Lord Craven hatte genug Zeit, um Mrs. Emma zu ermorden, bevor ich am Tatort eintraf. Genug Zeit für den Mord. Der Mörder hatte genug Zeit, um Mrs. Emma zu ermorden, während Lord Craven unten in der Lobby trank. Was habe ich hier? Habe ich? Ich habe keine Hinweise mehr. Okay, das führt mich zu dem. Luca Galicis ist ein Mörder. Er hätte einfach alles der Polizei erzählen können, doch stattdessen ließ er seinen Rachegelüsten freien Lauf und tötete Mrs. Emma. Für Luca Galici ging es um Leben und Tod. Da er bereits einiges auf dem Kerbholz hatte, hätte seine Festnahme wohl den Tod bedeutet. Was Mrs. Emma wusste, ich werde ihn nicht daran hindern, zu fliehen und ein neues Leben zu beginnen. Ja, klar. So, das ist... Dings? Ja, ist okay. Wenn ich das ändere... Was kommt denn da? Die Wahrheit erzürnte Lord Craven. Lord Craven war außer sich vor Wut, als er herausfand, dass Mrs. Emma ihn bestohlen hatte.
Lord Craven kann sein Temperament nur schwer im Zaun halten, aber er verfügt über den Einfluss und die finanziellen Mittel, um stets ungeschoren davon zu kommen. Ich muss dafür sorgen, dass er endlich zur Verantwortung gezogen wird. Lord Craven geriet in die Fänge eines professionellen Dieben. Zieht man Mrs. Emma kriminelle Vergangenheit in Betracht, kann der Mörder als Akt der Selbstverteidigung gewertet werden. Es ist sehr schwierig. Also es ist nicht schwierig, es ist... Also sie ist ja gewürgt worden. Und... Ich könnte ihn in den Knast bringen, weil er ein sehr brutaler und sehr assi ist. Na? Weil er sehr asozial ist. Der Ehemann oder der Geliebte. Die sind ja gar nicht verheiratet. Der Geliebte. Aber die Kratzspuren an den Handgelenken sprechen eher dafür, als dass er der Mörder ist. Weil wenn du jemanden würgst, packt der andere automatisch, wenn er nicht gerade bewusstlos schon ist, automatisch immer an die Hände, immer an den Hals. Also sprich, das ist menschlicher Reflex. Und wenn man um sein Leben kämpft, dann... Ich glaube nämlich nicht, dass das Personal das gemacht hat mit den Kratzspuren. Ich sag dir was. Ich glaube, es gehen beide an Hand. Weißt du, man würde gerne den Ehemann, aber die Kratzspuren an den Handgelenken sind die mich darauf hinweisen, weil halt... Weil sonst müsste der Ehemann ja auch Kratzspuren an den Hand. Wenn du jemanden würgst, der noch bei Bewusstsein ist, da kriegt der andere mal Verletzungen. Luca Galici, I know you murdered Lady Craven and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I am... I don't know what you're talking about. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us. Stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Ach, guck mal, man kann doch mal machen. Es tut mir leid, ne? Da bin ich schwierig. Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John.
Unlike Miss Emma, I will see him coming. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything. Even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? A figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Fand er nicht gut. Was hat er denn? Luca hat die Frau also ermordet, aber ich kann seine Tat nachvollziehen. Lord Craven erschien mir weitaus verachtenswerter. Ja, aber nur weil er ein Arschloch ist, kann ich ihn nicht in den Knast bringen für etwas, was er vielleicht nicht getan hat. Das ist immer so eine Sache. Ich habe eine Nacht im El Plaza del Musso verbracht, und das hat bereits gereicht, um in einen Kriminalfall verwickelt zu werden. So hatte ich mir meine Zeit auf Corona nicht vorgestellt. Aber die Aufregung des Falls hat mich von finsteren Gedanken abgehalten. Jetzt wird es Zeit, auf den Friedhof in Miners End zu gehen. Der Grabstein meiner Mutter erkenne ich an der Statue eines weinenden Engels. Ja, das wusste ich. Man wusste eigentlich sofort, dass er imaginär ist. Das sind so Anzeichen, die sind, wo du weißt, das ist im Kopf. Das ist nicht in Wirklichkeit, das spielt im Kopf. Ah. A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? The funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. John fragt mich, ob ich mich an die Beerdigung meiner Mutter erinnere. Das tue ich nicht. Aber ich kann versuchen, mir Details wieder ins Gedächtnis zu rufen. Also concentrate, ne? Warte. Pfeilakte. Jetzt auf was. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then.
wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. Rest in peace, Mrs. Holmes. A pocket watch? It seems familiar, John. Why is it here? Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. A candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? Okay, jemand hat die Kerzen am Grab meiner Mutter angezündet und dort eine Taschenuhr zurückgelegt. Die Taschenuhr hat meiner Mutter gehört. Sie zeigt keinerlei Witterungsspuren. Die Kerze ist vor nicht mehr als einer halben Stunde angezündet worden. Also das ist mit der Erinnerung an die Beerdigung. John fragte mich, ob ich mich an die Beerdigung meiner Mutter erinnere. Das tue ich nicht, aber ich kann versuchen, mir Details wieder ins Gedächtnis zu rufen. Mycroft und ich hatten bei der Beerdigung unsere Koffer dabei, denn unmittelbar danach mussten wir nach London aufbrechen. Mycroft bestand hartnäckig darauf und ich habe ihn nie nach dem Grund dafür gefragt. Nur wenige Leute waren bei der Beerdigung anwesend. Der Pastor sagte zu mir, dass meine Eltern nun im Paradies vereint wären, auch wenn sie nicht gemeinsam bestattet wurden. Schon damals glaubte ich ihm nicht. Ich wollte sie unbedingt ein letztes Mal sehen, bevor der Sarg beigesetzt wurde, um ihr zu sagen, wie sehr ich sie liebe. Aber dazu kam es nicht. Mycroft hielt mich fest, bis ich mich beruhigte und von ihm vom Friedhof wegbringen ließ. Okay. A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prints suggest he is approximately 5.5 feet tall. You were about to tell me the make and model of tyre, but let me assure you, I do not care. Well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. He mustn't be far away to leave it unattended. A portable easel was kept there. The hospitaller cribs. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercurio. It's stained with oil paint. An artist working in a cemetery?
Do you think he'd paint my portrait? Eine Fotografie der Grüfte der Malteserritter, die bei dem Fahrrad des unbekannten Grabbesuchers fand. Ich hoffe, der Besuch dieser wunderschönen Gewölbe wird dich inspirieren. Zumindest die Aussicht wird dir sicher gefallen. Und wie es muss. Im Grab fand ich die Abdrücke eines vermutlich etwa 5,5 Fuß großen Mannes mit modischen Schuhen. Ich wollte den Schuhabdrücken bis zu einer Fahrradspur, die weiter in den Friedhof hineinführte. Ich fand das Fahrrad des Grabbesuchers. Der Mann, der es hier zurückgelassen hat, muss noch auf dem Friedhof sein. Oh, it's that ridiculous artist from the hotel. Be nice, Sherry. Make friends. Make friends. Ja, dann. Mr. Holmes, did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Codona in her time here. I was sorry to hear of her passing. Ich weiß mal, da kommt's gerade. Does your gallery feature more than just portraiture? Oh, of course. We display landscapes, sculpture, modern pieces too. I am sure we have something that will move you. You must stop by. Only music moves me, I'm afraid. Then you have simply not found your artist yet. Someone whose work hits you in your core. You're still young. I am sure we'll find them. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Ich hoffe ja ein bisschen, dass wir ihn noch öfters sehen werden. Der Maler ist ein bisschen exzentrisch. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. He's odd, Sherry. Even odder than I. Okay. Aber ich hoffe, wir sehen den
Zeichner nochmal wieder. Fand das Fahrrad des Grabsuchers. Der Mann, der es hier zurückgelassen hat, muss noch auf dem Friedhof sein. Oh, warte, dann geht's weiter. Ich habe den Besuch gefunden. Es handelt sich um Werner Vogel, den Künstler, den ich gestern im Hotel kennengelernt habe. Ich hoffe, wir sehen ihn noch öfters. Der ist geil. Er ist exzentrisch, nervig. Es war Werner Vogel, der die Taschenuhr meiner Mutter an ihrem Grab zurückgelassen hatte. Mr. Vogel behauptet, dass das seine Art gewesen sei, mir das zurückzugeben, was ohnehin mir gehört. Woher wusste er, dass ich komme? Ne? Das ist auch so eine Frage. Er erzählte außerdem davon, dass die Polizei im Todesfall meiner Mutter ermittelt hatte. Ich habe zwar meine Zweifel, aber wenn das wahr sein sollte, müsste es im Polizeiarchiv Aufzeichnungen darüber geben. Vor 10 Jahren lebten wir in Grand Surrey. Damit dürfte ich meine Suche entsprechend eingrenzen können. So. Karte. Wir müssen dahin, ne? Ich glaube aber heute, dass es... Ich glaube, ich mache jetzt Feierabend. Ich versuche jetzt mal doch ein bisschen zu schlafen und erwärmen. Auch wenn das nicht... Oh, das ist ein schönes Bild, ne?